Bestimmt kennen auch Sie jemanden aus Ihrem näheren Umfeld, der schnarcht. Kein Wunder, denn Schätzungen zufolge schnarchen in Deutschland rund 10–30% der Menschen. Einer von ihnen hat aus seiner Not eine Tugend gemacht. Markus Ruoff aus Riedling hat nicht nur sein Schnarchproblem gelöst, sondern dabei auch noch ein Unternehmen gegründet mit einer scheinbar simplen Erfindung. Sehen Sie selbst. Wir waren schon immer Fan der Serie, der Sendung Höhle der Löwen. Da dachte man, das ist eigentlich eine schöne Geschichte und aber auch ein wichtiges Produkt, das eigentlich Millionen Leuten helfen kann. Habe dann recherchiert, im Internet eine Seite gefunden, wo man sich bewerben kann. Da konnte ich sage und schreibe meine Adresse eingeben und 5 Sätze reinschreiben zu dem, was ich habe. Dann kam ein Anruf aus der Redaktion, Höhle der Löwen. Ja, ganz toll, ganz nett. Mach uns doch mal ein Casting-Video. Bis übermorgen. Ja, und ich so, ja, okay. Nicht so einfach, aber ja, machen wir. Hallo, liebe Redaktion von Höhle der Löwen. Mein Name ist Markus Ruoff, ich bin 46 Jahre alt. Was ich den Löwen unbedingt vorstellen möchte, ist unsere Nachtwächter-Schlafweste. Ich habe sie hier. Sie verhindert ganz einfach, sanft, aber effektiv, die Rückenlage beim Schlafen. Ja, also los ging das Ganze im Grunde genommen vor mittlerweile fast 5 Jahren, als die Schnarchprobleme und Schlafprobleme doch überhand genommen haben. Nicht nur bei mir, ich habe gemerkt, ich schlafe schlecht, ja, sondern auch bei meiner Partnerin. Die konnte natürlich auch nicht mehr schlafen, weil ich gesägt habe wie ein Verrückter. Ja. Und getrennte Schlafzimmer, das war einfach keine Option. Ja. Das will man ja auch nicht. Viele lösen das so, aber selber will man es nicht wirklich. Und dann war die Not so groß und haben wir gesagt, nee, also irgendwas läuft da falsch. Und da haben wir uns also Gedanken gemacht und sind eben dann auf ein ganz anderes Prinzip gekommen, nämlich quer zum Rücken. Ja, die anderen sind alle längs, was dazu führt, dass man sich auf den Rücken drehen kann leicht. Also die ersten Prototypen selber in der Werkstatt vom Opa in der alten Sattlerwerkstatt zusammengenäht. In Heimarbeit sozusagen, ja, aus einer Chibo-Joggingweste habe ich das selber zusammengenäht. Hatte noch ein paar Stücke Schaumstoff und so, kamen die ersten Prototypen zu Weg. Ja. Und ich trage das Ding und meine Freundin sagt, du hast heute Nacht nicht geschnarcht. Ja. Und da wussten wir irgendwo, ja, da sind wir jetzt schon ein bisschen auf dem richtigen Weg. So, weil wir aus dem Marketing kommen, so ein bisschen so der initiale Funke, dass wir gedacht haben, ja, im Grunde genommen, das könnte auch eine Geschäftsidee sein. Also wir haben den jetzt quasi optimiert auf die jeweiligen Bekleidungs- und Körpergrößen, sodass es total abgestimmt ist auf die jeweilige Größe. Warum bin ich der richtige Kandidat für Höhle der Löwen? Im Grunde genommen ganz einfach. Wir haben die Lösung für ein Massenproblem, das unglaublich viele Leute interessiert, das unglaublich viele Leute angeht. 30 Millionen Leute allein in Deutschland plus Partner. Und dann ging es 3 Tage, kam der Anruf, ja, gratuliere, du bist bei der Höhle der Löwen. Dann kam der Tag der Sendung tatsächlich, ja, es war sehr, sehr aufregend natürlich. In Köln war die Aufzeichnung in den Studios. Man ist da tatsächlich in einem krassen Kreuzverhör. Ja, und das Resultat war wirklich ja, für mich natürlich sehr angenehm, sehr toll, dass einer investiert hat, Herr Dümmel von DS-Produkte. Das war natürlich schon ein emotionaler Moment auch, rauszugehen in, ich darf sagen, in Karstadt, ja, in Kaufhaus. Und im Eingangsbereich steht die Schütte mit unserer Nachtwächter-Schlafweste. Das ist schon also ein bewegender Moment, muss man klar sagen. Also es war wirklich überall drin. Und das ist natürlich ein sehr positiver Effekt dieser Sendung und des Formats letztendlich und der Entscheidung, zur Höhle der Löwen zu gehen. Nach der Sendung Höhle der Löwen, ja, hat sich auch meine Bekanntheit irgendwo verändert natürlich. Erstmal lokal, ja, dadurch, dass man in der Presse war, ja, und sagen wir, außer dem unternehmerischen Aspekt, der unternehmerischen Seite, die natürlich auch wichtig ist, aber würde ich sogar den persönlichen Gewinn, meinen gesundheitlichen Gewinn und den partnerschaftlichen Gewinn als noch höher ansetzen, auf jeden Fall.